Jetzt sind wir beide in Frankreich und vielleicht können Sie erstmal sich kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin Joachim Kaltenborn, bin Student des EUVM Masterprogramms und ich habe mein erstes Jahr an der Hochschule in Karlsruhe verbracht und mein zweites dann hier in Frankreich in Besançon an der ENSEM verbringen dürfen. Und hier haben wir jetzt auch wieder zusammengefunden, um dann eben den Abschluss dieses Jahr zu feiern. Das heißt den Abschluss feiern und das heißt, wo haben Sie Ihre Masterarbeit gemacht? Meine Masterarbeit habe ich in einem Unternehmen geschrieben. Das war wieder in Deutschland, in Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe. Ich habe dort einige Erfahrungen eben auch über die Arbeit im Unternehmen jetzt sammeln können, nachdem ich hier schon in dem Programm viele Projekte machen durfte und das Ganze dann eben nochmal in der realen Anwendung unter Beweis gestellt. Ja. Okay. Und darf man das Thema erfahren? Ja, Oder ist es so geheim? Nein, so geheim ist es nicht. Bei dem Thema ging es darum, eine Schnittstelle zwischen der Robotersteuerung von SEW und einer Anlagensteuerung zu implementieren, mit der es dann eben viel einfacher ist, Industrieroboter in Produktionsstraßen oder Produktionsanlagen zu integrieren. Das waren Flurförderfahrzeuge von SEW oder? In dem Fall ging es um Industrieroboter, die für verschiedene Pick-and-Place-Aufgaben, Handhabungsaufgaben genutzt werden, zum Zusammenbau von Baugruppen, aber stationäre Roboter in dem Fall war der Fokus. Ja. SEW macht ja ganz tolle Projekte, nämlich dass sie sagen, okay, die Werkbank muss zum Werker kommen. Gehört das Unter dann mit anderem dazu? Ähm, Das kann in Zukunft durchaus dazukommen. Also es gibt auch Applikationen, wo diese Roboterarme eben auf mobilen Plattformen genutzt werden, wo die Plattformen sich dann auch bewegen innerhalb von der industriellen Anlage. Und ja, mein Fokus lag eben auf dem Roboterarm, der jetzt obendrauf platziert ist. Okay. Ja. Und der Roboterarm ist dann praktisch auch von SEW, oder? Dieser Roboterarm ist von SEW, kann genauso gut auch von einem Kunden spezifisch angepasst werden. SEW unterstützt da ganz verschiedene Roboterkinematiken, parallele Kinematiken, serielle Kinematiken. Das sind verschiedene Ausführungen denkbar. Ja. Und was war das spezifisch jetzt für Sie als Mechatroniker? Ja, als Mechatroniker ist es mal wieder die Aufgabe, Systeme zu integrieren. Natürlich gerade im Fall von der Schnittstelle besonders wichtig, den Roboter an den Rest einer Anlage anzubinden. Man braucht einerseits Verständnis von der Mechanik, was sind die Limitierungen, die Möglichkeiten eines Roboters, welche Koordinaten, welche Posen muss man angeben können, welche Bewegungsabläufe. Umgekehrt in dem Fall natürlich auch ein sehr softwarelastiges Projekt, also Software, ganz großes Thema. Wie gestalte ich diese Schnittstelle? Wie mache ich die Anbindung möglichst einfach für den Applikationsprogrammierer? Und wie stelle ich ihm eben diese ganzen Funktionen, die der Roboter bietet, zur Verfügung? Aha, und wo haben Sie das Ganze gelernt? Tja, das habe ich gelernt während meines gesamten Studiums, aber natürlich einen ganz großen Teil oder auch eben wie verschiedene Hersteller diese Probleme angehen, was verschiedene Umsetzungen sind bei verschiedenen Robotertypen, habe ich hier in Besançon ganz groß gelernt. Also der Fokus für die Vertiefung, die ich hier gemacht habe an der Hochschule, ist ja Robotik. Und ich durfte eben hier in verschiedenen Vorlesungen und auch praktischen Laborübungen mit verschiedenen Robotern arbeiten, mit Industrierobotern eben in der großen Skala, aber auch mit Themen im Bereich Mikrorobotik und viel im Bereich Steuerungs- und Regelungstechnik. Und diese Kenntnisse konnte ich dort natürlich gut wieder verwenden. Ja. Okay, das heißt, das gesamte Studium, was Sie jetzt hier in Frankreich gemacht haben, war ja auch auf Französisch, nehme ich an. Oder Englisch? Es gab einige oder eine einzige Vorlesung, die war auf Englisch gehalten. Viel internationale Studenten waren hier vertreten und der größte Teil des Studiums war aber auf Französisch. Also War auf alle anderen Französisch. Vorlesungen waren auf Französisch. Okay, Ja. war das eine besondere Herausforderung oder? Natürlich, also für mich war es eine besondere Herausforderung. Ich bin sprachlich nicht hochbegabt, aber ich habe festgestellt, also mit den richtigen Kontakten, wenn man Leute kennt aus dem Semester, wenn man auf die Leute zugeht, auch die Professoren sind da recht offen, dass sie einem zusätzliches Material geben, die Sachen nochmal erklären. Mit Hilfe von einem passenden Skript oder PowerPoint ist es dann immer möglich, auch mit Hintergrund von dem technischen Verständnis der Vorlesung doch zu folgen. Und
irgendwann ist man so drin, auch in den französischen Vorlesungen, dass dann Smalltalk auf Französisch fast schwieriger ist, als die Vorlesungen zu verstehen. Ja. Okay, das heißt also, die Programmiersprachen, die dann eingesetzt worden sind, waren welche Sprachen? Also einmal roboterherstellerspezifische Programmiersprachen natürlich. Wir haben viel Programmierung in Python gemacht, auch zum Thema Bildverarbeitung, KI gab es verschiedene Themen. Modellierungssprachen, also in MATLAB, Simulink wurde viel gearbeitet. Das waren so Schwerpunktthemen hier. Okay, also Ja. MATLAB und solche Dinge, das sind ja Grundlagen, waren die schon im Bachelor da oder? Genau, Grundlagen wurden im Bachelor gelegt in dem Fall, also auch der Umgang eben mit MATLAB und Simulink. Und hier dann eben größerer Fokus auf der Modellbildung, der Regelungstechnik, auch von Systemen mit mehreren Eingangs- und Ausgangsvariablen, Okay, das heißt, Linearisierung. Da hatten wir einige Projekte, ja, die simuliert wurden, aber auch ein Projekt, wo wir das Ganze in die Realität umsetzen durften, als wir ein inverses Doppelpendel gebaut haben, das auf einem Wagen balanciert wird. ja, ja. Das ist so ein klassischer Anwendungsfall. Ja. Okay, gut. Äh, Wenn man jetzt in ein fremdes Land geht, gut, ich weiß, Firma SEW hat ja auch in Hagenau zum Beispiel in Frankreich Ja. Fertigungsstätten. Insofern, haben Sie das bewusst als Vorbereitung gemacht oder wie ist das zu sehen? Ja, also in meinem Fall habe ich es jetzt nicht bewusst als Vorbereitung für SEW gemacht, aber ja, ich glaube, der größte Nutzen, den ich daraus gezogen habe, war tatsächlich die Persönlichkeitsentwicklung, also die Adaption an immer wieder eine neue Umgebung, neue Leute und auch einfach mal in ein neues Umfeld geworfen zu werden, wo man sich eben dann inklusive Sprache zurechtfinden muss. Und das hat mir jetzt natürlich schon auch Möglichkeiten gegeben oder die Augen geöffnet, Sachen einfacher gemacht, dann innerhalb von SEW zum Beispiel ins Ausland zu gehen und dort erneut Erfahrungen zu sammeln. Ich habe in der Vorbereitung so ein paar Fotos von Ihnen gesehen, wo Sie auch reisen scheinbar und das sehr gerne machen. Ja, Mit Motorrad, glaube ich, oder ja, also genau. dann, wie haben Sie das ausgenutzt hier in Frankreich? Ja, also ich habe das Ganze einmal als Vorbereitung genutzt, um mich sozusagen auch ein bisschen auf die Kultur und die Sprache einzustellen, indem ich vorher in 2 Urlauben schon mal in Frankreich unterwegs war. Ähm, Im Elsass, das ist noch so das Übergangsgebiet, wo man manchmal mit Deutsch zurechtkommt, aber auch dann weiter südlich immer nach Frankreich, wo man gezwungen ist, sich auf Französisch zu unterhalten mit den Leuten. Und ja, ich habe auch wieder vor, jetzt nach der Abschlussfeier nochmal eine Tour nach Frankreich zu machen, um meine Französischkenntnisse natürlich auch aktiv zu halten und zu nutzen. Ja, Okay, wie ist das Studentenleben wie unterscheidet sich das von Deutschland nach Frankreich? ja, also das war für mich ein sehr großer Unterschied in dem Sinne, dass Deutschland noch unter dem Deckmantel Corona stattgefunden hat. Wir hatten viele Vorlesungen aus dem Homeoffice, also per Videoübertragung von zu Hause aus. Und wir hatten unsere EUFM-Gruppe, innerhalb der wir uns gut kannten, gut zurechtgefunden haben. Es war fast ein familiäres Umfeld, in dem wir dann auch die Projekte bearbeitet haben. Und dann kamen wir hier nach Frankreich. In dem Falle war wieder viel möglich. Es ist eine Hochschule mit gerade mal 800 Studenten insgesamt. Also es gibt quasi nur einen Studiengang und 3 Jahre, in denen man hier unterwegs ist. Da gibt es eine sehr intensive Bindung zwischen den Studenten, auch der Fachschaft hier, die viele Events organisiert, gerade am Anfang auch zum Kennenlernen, Integration. Also es gab da viele Möglichkeiten rauszugehen und die Leute der Hochschule kennenzulernen. Man kam fast nicht drum herum. Es wurde einem sehr einfach gemacht, sich hier zurechtzufinden, Kontakte zu knüpfen. Und das habe ich auch sehr genossen natürlich dann. Das heißt, wir sitzen ja Die, jetzt hier in so einem Studententreffzentrum. ja, Ähm, Wo liegt der Unterschied nochmal zu Deutschland? Gibt es da auch so intensive Kontakte? Wahrscheinlich. also in Deutschland, außerhalb von der EUFM-Gruppe, hatte ich das weniger. Hier ist es wirklich so, dass die ganze Hochschule in AGs, verschiedenen sportlichen Aktivitäten, es gab auch eine Drohnengruppe, wo wir FPV-Drohnen gebaut haben. Es gibt verschiedene Musikgruppen. All das geht fast über in den normalen Studienbetrieb oder findet in Anschluss an die Vorlesungen hier statt und stärkt halt auch die Interaktion oder das Zusammenspiel von den Studenten aus verschiedenen Jahrgängen.
Würden Sie den Weg nochmal gehen jetzt mit EU-WM? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, auch die Wahl hier mit Frankreich war ich sehr zufrieden. Ich würde wieder hier gehen. Und es war wirklich für mich eine große Persönlichkeitsentwicklung, eine neue Erfahrung und vor allem viele, viele wunderbare Menschen, die ich hier kennenlernen durfte. Das ist, glaube ich, neben dem Studium noch das Allerwichtigste. Also die Kontakte, die ich hier geknüpft habe und auch nach wie vor noch pflege und um die ich sehr froh bin. Ja. In Deutschland ist es ja so, dass viele Studenten davor Angst haben, weil man sagt, die Franzosen haben sehr, sehr viel Mathematik. Können Sie das irgendwie bestätigen oder würden Sie das sagen, das ist alles halb so wild? Oder was ist da Ihr Gefühl? Ja, also ich würde sagen, das ist wie mit allem, das klingt erstmal aufwendig oder kompliziert und in den Vorlesungen war das natürlich am Anfang eine Umstellung und ein Schock mit dem Französisch. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich daran, man kommt damit zurecht und am Ende fand ich die Klausuren zum Beispiel im Vergleich zur Vorlesung gar nicht mehr so überraschend oder ich war erstaunt, wie gut ich damit zurechtkam und wie leicht es ging. Und ich fand dann wiederum in Deutschland im Vergleich sozusagen das Niveau der Klausur überraschend hoch im Vergleich zur Vorlesung. Also es ist vielleicht auch eine Frage dessen, wie sehr kommt die Mathematik in der Vorlesung vor und in welchem Ausmaß wird sie in der Klausur abgefragt. Es geht wirklich darum, einen detaillierten Einblick zu bekommen und bei der Abfrage aber mehr um das allgemeine Verständnis. Hat der Student verstanden, worum es geht und kann er die Sachen auch anwenden, aber bei ganz spezifischen Detailaufgaben wird immer erwartet, dass man sich auch einarbeitet oder einliest dann, natürlich. Ja gut, sind Lagrange, Fourier, Laplace, sind ja alles Franzosen. Wurden Sie mit denen auch dann immer wieder konfrontiert oder wie lief das? Ja, gerade im Bereich der Modellierung und Regelungstechnik natürlich, da spielt das eine große Rolle. Aber wenn man eben wirklich ein Projekt hat, anhand von dem man die ganzen Sachen verwenden kann, versteht man die Sachen auch wirklich und dann ist es halb so wild. Ich finde immer, wenn man den Nutzen sehen kann, ja, dann ist die Motivation eine ganz andere, da durchzukommen und dann ist es am Ende auch gut machbar. Ja. Haben Sie noch einen Motivationsschub für die Studenten, die in Deutschland sitzen und sich noch so ein bisschen entscheiden müssen? Was würden Sie denen empfehlen? Ja, also man sollte auf jeden Fall keine Angst haben, ins Ausland zu gehen oder dieses Programm hier zu machen. Es ist natürlich immer eine gewisse Überwindung, die man da haben muss, um auch ja, sich eine neue Sprache anzueignen oder die Sprachkenntnisse eben aufzufrischen, die man braucht. Aber man findet immer Leute, die einem helfen. Die anderen Studenten sind furchtbar hilfsbereit, sehr nett. Und auch außerhalb von dem Studium ist es sehr angenehm, mit denen unterwegs zu sein. Und von daher braucht man davor auch gar keine Angst zu haben und man muss es einfach ausprobieren und machen. Am Ende ist man wirklich froh drum, kann ich nur empfehlen. Okay, Ja. super. Dann danke ich recht herzlich für das tolle Ja. Interview.